Laute Partys und verärgerte Nachbarn, Clubgäste, die versuchen die Zeche zu prellen und vor uns flüchten. All das und noch mehr gibt es jetzt bei einer neuen Folge LSPDFR. Abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen, und nach dem Intro geht's los. Und los geht es mit einem Anschlag auf eine Zielperson. Wir helfen der Security dabei, die Bedrohung zu neutralisieren. Allerdings sind die Angreifer mehr als gut bewaffnet, aber seht selbst, was passiert ist. Und eine kleine Info am Rande: In diesem Video dokumentiere ich das ganze Geschehen, damit ihr euch nicht wundert. Copy, all rowdy unit. Near Vespucci Mill. Civilian down. Community from Mike, can you head over? Bei dem ganzen Chaos ist es echt schwer zu erkennen, wer da überhaupt jetzt von dem Bösen ist und wer von der Security. Wir versuchen uns aber trotzdem irgendwie weiter vorzutasten. Scheint so, als hätten wir es geschafft. Alle Angreifer sind eliminiert, allerdings auch die Security, und es ist unklar, wo der VIP sich gerade befindet. Aber ich glaube, dass hier so gut wie gar nichts mehr lebt und der VIP auch nicht. Dann haben wir hier noch unzählige Waffen, die wir kontrollieren können, und der RTW und der Corner macht den Rest. Der nächste Anruf handelt um Vandalismus, und damit der oder die Täter uns nicht gleich bemerken, nähern wir uns ohne Licht vorsichtig an sie ran und entdecken sie auch gleich auf frischer Tat. Wir lassen ihn einmal ausweisen, schauen dann in seine Strafakte, die bis eben noch sauber gewesen ist, und tragen dann alle Straftatbestände in unser Register ein. Danach legen wir ihn in Handschellen, mein Kollege durchsucht ihn akribisch und führen ihn anschließend ab. Ein kleiner und scheinbar friedlicher Prozess findet gerade vor uns statt. Leider nicht lange, weil einer hinter uns wohl die Geduld verliert. Die Schießerei hat jetzt natürlich alle komplett in Panik versetzt, und so müssen wir jetzt gucken, dass wir die Flüchtlinge einzeln einfangen. Sam 44, you can attach to that. I'm just Right here. Copy. 50. Und weil das alles so unheimlich lange gedauert hat, musste ich das jetzt natürlich schneiden, weil sonst wäre das Video auch zu lang geworden. Freitagabend, und eine Person fühlt sich wohl gestört, weil die Party ihrer Nachbarn scheinbar zu laut ist. Bei unserem Eintreffen ist die Party anscheinend auch noch im Gange, so wie wir hören können. Wir sprechen zuerst einmal mit der Anruferin.
Sie sagt also, dass sie sich von dem Lernen ziemlich gestört fühlt. Dann gehen wir doch einmal hier rüber zu der Party und sprechen einmal mit dem Inhaber. Wir bitten ihn, die Party leiser zu gestalten und nach unser Gespräch ergreift er plötzlich die Flucht vor uns. Welchen Grund er dazu hatte, sehen wir gleich. Nach seinem kurzen Auftakt waren die Gäste wohl so verstört, dass sie einfach mal von selbst die Party verlassen haben. So kann man natürlich auch für Ruhe sorgen. Dann legen wir ihn erstmal in Handschellen und überprüfen einmal seine Personalien. An sich ist alles sauber, aber wir sehen gleich, was er mit sich führt. Und das ist dann natürlich eine Straftat. Adam 56, additional description, white shoes, tattoos on his forearms. Und da haben wir den Grund für seine Flucht. Somit endet für ihn vorerst jede Party. Attention truck 61, fire issue, Leeway Burl, Pacific Highway on Burl. Ich schätze mal, die Nachbarin hat jetzt eine Weile Ruhe vor ihm. Das wird sie bestimmt freuen. Der letzte Einsatz handelt von 2 Clubgäste, die versuchen durch den Hintereingang zu entkommen, vorbei an jeder Kasse und Security. Da laufen sie uns, als wir eintreffen, schon fast in die Arme. Ich und mein Kollege schnappen uns jeweils eine von beiden. Vorbei an alle anderen Gäste, kriegen wir sie also doch, schmeißen sie zu Boden und legen ihr Handschellen an. Jetzt, wo sie nicht mehr abhauen können, überprüfen wir einmal, was die Zentrale für uns hat. Danach lassen wir sie abführen. 13-year DRS 2961. Copy all routing unit your way. In West Vinewood. Und das war's mit der Folge. Wie hat euch das Video in Form einer Dokumentation gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Danke an jeden, der mich unterstützt. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.